Die neue elektrische Mercedes-Benz C-Klasse wird es nicht mehr als Kombi geben. Herzlich willkommen zur Ausfahrt TV Show. Heute geht es eben um diese Fahrveranstaltung der neuen elektrischen Mercedes-Benz C-Klasse. Außerdem habe ich wieder Car-News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Dazu noch kurz die Information, dass ich fortan plane, immer dienstags, donnerstags und am Wochenende einen neuen Clip online zu stellen. Mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich fahre ja jeden Morgen mit meiner Zoe ins Büro. Ich versuche auch immer andere Strecken zu fahren, damit es mir nicht zu langweilig wird. Dabei habe ich ein Phänomen beobachtet, das ich so gar nicht richtig einordnen kann. Ich stehe mit meiner Zoe auf einer vierspurigen Straße an einer Ampel. Dabei ist es völlig egal, ob ich auf der linken oder auf der rechten Spur stehe. Steht ein Verbrenner neben mir, beschleunigt er gefühlt in der Hälfte aller Fälle los, als gäbe es kein Morgen mehr. Meine Zoe hat nicht mal ein E-Kennzeichen. Jetzt frage ich mich, kommt mir das nur so vor, weil der Motor neben mir so laut aufheult und ich ganz leise losbeschleunige? Oder gibt es tatsächlich so ein neues Ego- oder Macho-Ding, bei dem man von einem kleinen Elektroauto sich auf keinen Fall abhängen lassen möchte? Wie sind da eure Erfahrungen? Habt ihr Ähnliches beobachtet oder bilde ich mir das alles nur ein? Und vielleicht noch zur Einordnung, ich trete das Fahrpedal eigentlich nur kurz durch, wenn ich auf der Autobahn mal einen LKW überholen möchte. Ansonsten bin ich ganz brav und sparsam unterwegs. Während man die Baureihe 206 der Mercedes-Benz C-Klasse, die 2021 vorgestellt wurde, mit Verbrennern und Dieselmotoren weiterproduziert, hört die sechste Generation der Mittelklasse-Limousine auf das Baureihenkürzel W520. Ich sage hier bewusst Limousine, denn ein elektrischer Kombi ist bislang nicht geplant. Wer also mehr Kofferraum möchte, muss zum CLA greifen. Sicherlich sind wir in Deutschland mit unserer Vorliebe für Kombis eher eine Ausnahme. Wir haben zuletzt auch gemerkt, dass Deutschland bei vielen Automobilherstellern nur noch bedingt im Fokus steht. Da darf sich die deutsche Industrie aber nicht beschweren, wenn Kunden immer öfter zu chinesischen Herstellern greifen. Die sind sich offensichtlich nicht zu schade, auch Kombis zu bauen. Ein Blick auf die Zulassungszahlen der letzten 10 Jahre zeigt eine generelle Abkehr von Mittelklasse-Limousinen und Kombis. Und zwar über alle 3 deutschen Premium-Marken hinweg. Während BMW seine Zulassungszahlen des Dreiers mit rund 35.000 Einheiten recht konstant hält, haben sich die Zahlen von Mercedes und Audi in den letzten 10 Jahren nahezu halbiert. Das lässt sich kaum allein auf die Verschiebung zu den SUVs erklären, denn die wachsen nicht stärker als die flachen Baureihen schrumpfen. Auch ein Abwandern der Kunden ins preiswertere Segment zu Superb und Passat lässt sich durch KBA-Zahlen nicht belegen. Die ersten ausgewählten Kollegen durften den W520 nun in Finnland fahren. Dabei startet Mercedes zum Verkaufsstart gleich mit der Top-Motorisierung C400 Formatic. Sie bietet eine Systemleistung von 360 kW bzw. 489 PS und soll mit einem 94,5 Kilowattstunden Akku eine Reichweite zwischen 592 und 762 Kilometern erreichen. Los geht's ab 64.325 €. Um nicht zu sagen, die C-Klasse ist besser als sie jemals war in 41 Jahren ihrer Historie. Also ich glaube, die Federung und dann halt das Burmester Soundsystem, glaube ich, so das Beste, was wir aktuell kennen. Ne? Wenn du hinter das Steuer eines Mercedes steigst, dann betrittst du mit dem Schließen der Tür deine eigene Welt. Und so viel kann ich schon mal sagen, die Finnen sind nicht deshalb glücklich, weil man hier so schnell Auto fahren kann. Es gibt nämlich unheimlich viele Geschwindigkeitsbegrenzungen. Eigentlich beste Voraussetzungen für einen niedrigen Verbrauch und eine hohe Reichweite. Vorher war es dann so, dass du Apple Maps reinschicken konntest oder Waze in CarPlay. Jetzt geht halt auch Google Maps in CarPlay links rein. Ich finde, es sieht alles sehr hochwertig aus. Wenn man dann aber ein bisschen genauer an die Sache rangeht, dann fühlt es sich nicht immer so wahnsinnig hochwertig an. Also hier ist schon sehr viel Kunststoff, genauso auch an den Türgriffen, den Fensterhebern und auch hier an der Verkleidung. Jetzt kannst du so ein Kabel hier durchfriemeln und hier wie bei Alien, ne, wie dann, wenn das Alien aus dem Bauchraum rauskommen will, seht ihr jetzt schon, dass das Kabel kommt. Hier kannst du einstellen. Das ist wichtig für Rookies, die von der C-Klasse Verbrenner wechseln und das noch nicht in Videos gesehen haben. Du kannst einstellen, mit wie viel Prozent du an der Ladesäule
Ladesäule ankommen willst. Und das hier ist der Hyperscreen, also ein Bildschirm aus einem Guss mit einer Bildschirmdiagonale von 39,1 Zoll, also im Grunde die gesamte Fahrzeugbreite. Ich habe halt hier wirklich kaum Beinfreiheit. So, ne? Ja, also habe ich eher fast so irgendwie weniger Beinfreiheit, habe ich das Gefühl, als im Verbrenner, im CLA und so. Ich bin 1,68 Meter groß und sitze jetzt hinter mir selbst und ich habe hier wirklich sehr viel Platz. Im Eco-Modus haben sie den Pedalweg verlängert. Und das eben natürlich nicht in der Realität, weil das Pedal fällt ja nicht plötzlich weiter raus. Nee, sondern vom Antrittgefühl. Wir sind 125 Kilometer gefahren, haben gerade einen 19,0 Kilowattstunden Verbrauch angezeigt hier. In meinem Mercedes, losgelöst von der Außenwelt unterwegs, erhaben, fast schon schwebe ich über den Asphalt, wenn auch nicht zu prollig, obwohl da vorne richtig viel Bling-Bling am Werk ist. Was man natürlich dazu sagen muss, er ist kein Charging Champion. 22 Minuten von 10 bis 80 ist gut. Aber es ist natürlich wesentlich, also nicht wesentlich, aber schlechter als das, was BMW kann. Es ist ein komfortables Auto, es hat gescheite Reichweiten, es hat eine gute Ladeleistung, das alles habe ich schon erwähnt. Nur eine Sache, die stört mich hier richtig. Und das sind nicht diese Displaybedienungen im Inneren, sondern die Tatsache, dass es den einfach nicht als Kombi gibt. Ich war übrigens als Kameramann vor Ort und konnte mir ebenfalls einen ersten Eindruck verschaffen, quasi durch die Hintertür. Das Auto gefahren bin ich allerdings nicht. Aus meiner Sicht hat die elektrische C-Klasse ein paar echte geht gar nicht Punkte. Das große Glasdach gibt es immer serienmäßig, allerdings ohne klassische Verschattung. Man kann das Glas zwar für 1.250 € Aufpreis milchig stellen, eine echte Beschattung ersetzt das aber nicht. Dann gibt es eine Massagefunktion, die kostet zwar nur 70 € Aufpreis, bietet aber auch nur eine entsprechend einfache Funktion. Im Grunde bewegt sich lediglich das Kissen der Lordosestütze hin und her. Auch die Haptik in den Türen wird dem Preis aus meiner Sicht nicht gerecht. Der Türgriff fühlt sich nach billigem Kunststoff an und hat sogar einen Grat, den ich an dieser Stelle nicht nur unnötig finde, sondern teilweise auch schmerzhaft. Wenn man mit den Fingernägeln über das gut aussehende Gitter des Burmester-Systems fährt, klingt das auch nach billigem Kunststoff. Da hätte ich mir zumindest eine echte Aluminium-Applikation gewünscht. Das Burmester 3D-System hört sich gut an. Das 4D-System gibt es allerdings nur in der höchsten Ausstattung. Der neue Hyperscreen ist wirklich lässig, auch wenn ich persönlich kein Display in der Größe einer Wohnlandschaft brauche, finde ich den Aufpreis von 1.500 € noch verschmerzbar. Spannend wird allerdings die Frage, was ein Austausch kostet, falls da mal irgendwas gegenfällt. Das optionale Luftfahrwerk hinten spendiert der auf der Rücksitzbank echten Mercedes-Komfort. Kostet aber auch in Verbindung mit der Allradlenkung 2.000 € extra. Mit ein wenig Shishi komme ich auf einen Listenpreis von rund 76.500 €. Wer selbst konfigurieren möchte, kann über den QR-Code, da ist er. Preiswerter wird es aber, wenn die Kleinmotorisierung nachkommen. Dann wird es spannend, wie sich BMW mit der neuen Klasse positioniert und wie hoch die Take-Rate beim i3 Touring sein wird. Da Mercedes dank des Agenturmodells mit den aktuellen Modellen nicht bei meinem Partner Leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing, vertreten ist, schauen wir stattdessen mal, ob der BMW i3, also die neue Klasse, bereits im Leasing verfügbar ist. Oha! Da haben wir schon ein Angebot, 879 €. Ich öffne das mal kurz, gehe auf meine klassischen 36 Monate und 20.000 Kilometer im Jahr, dann lande ich bei 864 €. Das ist allerdings kaum ein Schnapper, den ich euch schmackhaft machen kann. Deshalb würde ich sagen, lassen wir den i3 mal i3 sein und schauen stattdessen nach dem i4. Ich sortiere mal schnell nach der günstigsten Rate, dann habe ich deutlich preiswertere Angebote. Das erste ist allerdings ein Gebrauchtwagen, das zweite ebenfalls. Hier haben wir jetzt einen Neuwagen für 379 €. Den schauen wir uns mal genauer an. Vor allen Dingen sind da ja schon 10.000 Kilometer dabei. Wir passen das trotzdem mal auf 20.000 Kilometer an, dann liegen wir bei 423 €. Das ist übrigens ein Gewerbeangebot. Schaut euch auch die Details und die Ausstattung an, scrollt vor allen Dingen aber auch nach unten und schaut euch die einmaligen Kosten an. Hier liegen wir bei 1.158 €. Wenn das Angebot trotzdem für euch passt, gebt einfach eure Stammdaten ein und schickt die Anfrage ab. Dann bekommt ihr von eurem Händler ein personalisiertes Angebot, kostenlos und unverbindlich. Ist der BMW nichts für euch? Schaut euch auf jeden Fall mal die Deals an. Dort findet ihr immer tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Die Deals findet ihr, indem ihr auf den zweiten
zweiten Link unter meinem Video klickt, die BMW i4-Angebote über den ersten Link unter dem Video. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid. Und dann habe ich wieder die News aus aller Welt für euch zusammengestellt. Dacia verkauft seine preiswerten Autos ja wie geschnitten Brot. Wer allerdings genau nachrechnet, merkt schnell, dass die Listenpreise zwar attraktiv sind, aber eben nicht verhandelbar. Mit etwas Verhandlungsgeschick bekommt man den einen oder anderen Mitbewerber am Ende zum ähnlichen oder gleichen Preis. Bis Ende August bietet Dacia eine 0% Finanzierung für den Duster und den Bigster mit der Hybrid 155 Motorisierung an. Muss mittlerweile auch Dacia den Absatz ankurbeln? Ich bin verblüfft. Als Rechenbeispiel gibt es eine klassische Ballonfinanzierung, keine Anzahlung, 48 Monate eine Rate von unter 200 € und anschließend eine Schlussrate von rund 20.000 €. Wer ohnehin einen der beiden kaufen möchte, sollte sich das beim Freundlichen mal durchrechnen lassen. Hyundai wertet zum Modelljahr 2027 sein Flaggschiff, den Ioniq 9, auf. Die Basisversion kann jetzt mehr, kommt serienmäßig mit dem Technikpaket und kostet entsprechend auch mehr. Los geht's ab 70.850 €. Die Ausstattung Technik heißt jetzt Centric. Und als Topmodell gibt es künftig die Blackline, bei der, festhalten, praktisch alles in schwarz gehalten ist. Neu ist außerdem die Walk-Away-Verriegelung für alle Ausstattung. Ja, die hat meine Zoe übrigens schon seit 2019 und darauf möchte ich nicht mehr verzichten. Seit Mai kann man den BMW M3 E30 als Klemmstein-Bausatz von Lego bestellen. Am kommenden Samstag feiert BMW diese Kooperation und gleichzeitig den 40. Geburtstag des BMW E30 M3 im Berliner Kulturquartier Alte Münze von 10 bis 20 Uhr. Alle 6 Generationen der sportlichen Mittelklasse werden dort ausgestellt und natürlich darf man auch mit Klemmbausteinen spielen. Kann man machen, oder? Toyota verpasst dem Bestseller Jahrescross eine Produktaufwertung. Unter anderem mit einer neuen Front und neuen Scheinwerfern. Früher hätte man dazu einfach Facelift gesagt. Das gab es allerdings bereits 2024 für den kleinen SUV. Bemerkenswert finde ich, dass die Produktzyklen bei unseren Verbrennern gefühlt immer länger wären, während zumindest die chinesischen Hersteller häufig ein eher komplett neues Modell auf den Markt bringen, statt das Bestehende weiterzuentwickeln. Und ich meine das völlig wertfrei. Früher hieß es ja oft, warte auf das Facelift, dann sind die Kinderkrankheiten raus. BMW hat die Langversion des neuen X5 für den chinesischen Markt vorgestellt. Wir lamentieren in Deutschland ja oft darüber, dass die Hersteller ihre Fahrzeuge nur noch nach dem chinesischen Geschmack ausrichten. Ganz so scheint es aber nicht zu sein, denn der lange X5 verfügt nicht nur über 13 cm mehr Radstand, sondern bekommt auch eine speziell für China entwickelte Front, also das Design, inklusive eigenem Lichtdesign. Und wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheiden sich außerdem Materialien im Innenraum und die Rücksitze. Zusätzlich erhalten die chinesischen Modelle den weiterentwickelten 8K Theater Screen. Müssen wir vielleicht doch anders lamentieren? Der Geely-Konzern hat jetzt auch einen Fuß in Europa, um Fahrzeuge zu fertigen. Die Chinesen haben mit Ford ein Joint Venture gegründet, bei dem Ford eine 66%ige Mehrheit hält. Sie bauen dort weiter den Kuga, gemeinsam wird man ein Modell fertigen, für das Ford lediglich das Design beisteuert. Und Geely plant seinen Kleinwagen EX2 und ein weiteres Fahrzeug dort zu fertigen. BYD baut ja derzeit ein Werk in Ungarn, in dem der Dolphin Surf für den europäischen Markt gefertigt werden soll. Chery will bald in Barcelona auf einem ehemaligen Nissan-Gelände fertigen und Xpeng lässt unter anderem bei Magna in Österreich bauen. Apropos Spanien. Bosch baut als ordentlicher Zulieferer natürlich auch Brennstoffzellen. Die testet man nun gemeinsam mit dem spanischen Bushersteller Irizar im städtischen Nahverkehr von Madrid. Anstoß ist nicht zuletzt eine verpflichtende EU-Vorgabe, welche verlangt, die CO2-Emissionen von Stadtbussen bis 2030 um 90% zu senken. Die Brennstoffzelle von Bosch bietet eine Dauerleistung von 190 Kilowatt und soll eine Reichweite von 1000 Kilometern bei einer Tankzeit von 15 Minuten ermöglichen. Irizar baut seit 2014 batterieelektrische Fahrzeuge. Und bitte in die Kommentare jetzt keine Wortmeldungen zu den Bielefelder Wasserstoff-Müllwagen-Debakel. Bielefeld gibt es doch gar nicht.
Eine letzte Meldung für heute. Während man in Wolfsburg noch abwägt, wie man sich erneuern und sparen möchte und Mercedes-Ola seine Mitarbeiter auffordert, einfach mal 5 Stunden mehr die Woche zu arbeiten, hat man bei Porsche schon den Sanierungsplan in trockenen Tüchern. Bis 2035 will man in die beiden Produktionsstandorte Zuffenhausen und Weissach gut 2,1 Milliarden Euro investieren. Dabei aber weitere 5.000, also insgesamt nun 9.000 Mitarbeiter einsparen. Im Gegenzug verlängert Porsche die Standortsicherung um 5 Jahre bis 2035. Gerade diese ausgesprochene Beschäftigungsgarantie wird den Lenkern von VW das Leben nicht gerade einfacher machen, plant VW doch aktuell bis zu 4 Werke zu schließen und eine Menge Leute zu entlassen. Zum Ende jeder Sendung noch was Schönes, wie versprochen. Wer Lust auf eine wirklich chillige und informative Doku hat, dem empfehle ich den Clip von Dots on a Map. Er bietet einen wunderschönen, entschleunigten Einblick in die Chicano-Kultur von Los Angeles, geprägt von Lowridern und hüpfenden US-Straßenkreuzern. Das Video lässt sich wunderbar anschauen und ganz nebenbei lernt man noch etwas über Land und Leute. Since the 1950s, Whittier Boulevard has been the beating heart of Los Angeles lowriding culture, the place to cruise on the weekends. On a sunny day, lowriders glide past, slow and deliberate. Oldies and slow West Coast beats bump from custom sound systems. Es ist zwar schon gut 1 Jahr alt, das Video, und nur auf Englisch verfügbar, ich finde es aber durchaus sehenswert. Gerade wenn man ein großer Fan der USA ist, das Land im Moment aber nicht besuchen möchte. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführende Informationen findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.